Heute bei den Lately News hat es einen großen Affenausbruch aus dem Tierpark in Löffingen gegeben. Zudem ist dies nicht das erste Mal, dass Affen aus dem Tierpark Löffingen entlaufen sind, sondern dies war der mittlerweile dritte Ausbruch der Affen. Erschwert wurde die Suche nach den entflohenen Affen, da sie sich in einer Querdenker-Demo versteckten und dementsprechend nicht von den restlichen Teilnehmern unterschieden werden konnten. Außer, dass sich echte Affen selbstverständlich impfen lassen. Die sind ja nicht dumm. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Berlin mit den aktuellen Lately News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich auch heute Abend, wie immer mit mir, Florian Streletz. Selbstverständlich bin ich heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wieder aus Bielefeld. Oder zumindest vielleicht. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen nach Berlin. Gerade für viele Late-Night-Hosts und Late-Night-Nachrichtensprecher ist das weiße Ideenpulver bei der täglichen Arbeit nicht mehr wegzudenken. Ja, auch ich habe immer wieder zum Ideenpulver gegriffen. Anfangs nur um den anonymen Sex mit den vielen Groupies erträglicher zu machen und später einfach um überhaupt noch etwas zu spüren. Aber der erste Schritt zur Besserung ist es, seine Sucht einzugestehen. Ja, ich bin süchtig. Süchtig nach dem weißen Ideenpulver, süchtig nach Dr. Oetker Backmischungen. Ich weiß, diese Sucht hat Jim Morrison und auch Brian Jones das Leben gekostet, aber komischerweise kann man trotzdem noch heute Dr. Oetker Backmischungen rezeptfrei kaufen. Nicht viel anders lief das beim berühmten Koks-Taxi, das nun endlich geschnappt wurde. Aber auch nur, weil sich herausstellte, dass dieses Koks-Taxi von einem Berliner Polizisten gefahren wurde. Einfach nur traurig. Traurig, dass selbst Polizisten heute schon einen zweiten Job machen müssen, weil der Lohn als Polizist nicht mehr zum Leben reicht. Währenddessen in Goslar. Lange Zeit habe ich mich ja gefragt, was diese komischen Dinge an den Kreuzungen sind, die immer so schön rot, gelb, grün leuchten und mir alle zuhupen, aus Freude natürlich, dass ich die Kreuzung zügig passiere. Später erklärte mir mein guter Freund Jeff Bezos, dass es sich dabei um sogenannte Ampeln handeln würde, die aber für Menschen wie uns selbstverständlich nicht gelten. Um aber die Farbpalette dieser sogenannten Ampeln zu erweitern, gab es in Goslar das Experiment, auch noch die Farbe Blau in eine Ampel zu integrieren. Das blaue Licht über den roten sollte Radfahrern signalisieren, dass die Ampel sie erkannt hat und bald auf grün schalten würde. Das Experiment scheiterte letztlich leider daran, dass viel zu viele Fahrradfahrer nicht weiterfuhren, weil sie erfreut waren, dass die Ampel sie vom letzten Mal erkannt hatte und sie nun vertieft waren in Gespräche mit der Ampel über das Wetter und die Familie. Derweil in Auckland. Viele Botaniker werden mir sicherlich recht geben, dass ein grüner Daumen in der Botanik ein großer Vorteil sein kann. Außerhalb davon eher nicht. Zum einen gibt es immer die Frage, ob man damit schon beim Arzt war. Oder man wird deswegen in der CDU so gehänselt, wie ansonsten jeder CDUler einst in seiner Schulzeit. Was leider die meisten dann dazu brachte, überhaupt erst in die CDU einzutreten und sich damit an der Gesellschaft zu rächen. Sei es durch den ein oder anderen dubiosen Maskendeal oder prall gefüllte Schwarzkassen, die die CDU natürlich nicht hat. Zumindest nicht offiziell. Dass aber ein grüner Daumen viel Geld einbringen kann, hat eine Neuseeländerin erlebt, die eine Rhaphidophora tetrasperma auf einer Auktionsplattform einstellte, die am Ende 16.000 € eingebracht hat. 16.000 € oder wie man bei der CDU 2020 sagte, eigene Provision nach einem Anruf bei Jens Spahn. Unterdessen in London. Fußballinteressierte
werden sich vielleicht noch daran erinnern, wie einst ein Manager des HSV, Peter Knebel, der Rucksack angeblich gestohlen wurde, in dem ein Haufen vertraulicher Dokumente waren. Gefunden wurde dieser dann von einer Altenpflegerin, die den Rucksack zusammen mit allen Dokumenten zur HSV-Geschäftsstelle brachte, nur um dort abgewiesen zu werden, weil ja keiner glauben wollte, dass sie geheime Dokumente des HSV gefunden hatte. Jedenfalls hätte die Frau wieder vor verschlossenen Türen gestanden, dieses Mal vor der britischen Regierung, hätte sie die geheimen Unterlagen an einer Bushaltestelle in London gefunden. Diese geheimen Unterlagen beinhalteten Präsentationen des MI5 und MI6, unter anderem, wer der neue James Bond werden könnte, und ein Haufen Passwörter und Konten mit sämtlichen Online-Pins. Und natürlich hatte sich das Königshaus dazu gemeldet und es war not amused darüber, denn einzig und alleine das Königshaus entscheidet, wer James Bond spielen darf und muss. Die Person hat nämlich keine Wahl. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und unserem Wetterkorrespondenten Froschi Fruchtzwerg mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi Fruchtzwerg, und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es in den nächsten Tagen 35 Grad gibt. Also ein fast normaler März. Das waren die Late News für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit weiteren aktuellen Nachrichten. Nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.